Herzlich willkommen aus dem Dschungel Borneos. Ja, und wir sind hier in Santoon Bong in einem richtig coolen Homestay. Hier kann man sogar beim Frühstück Affen beobachten. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und in diesem Video nehmen wir euch mit auf die coolsten Abenteuer hier in Sarawak. Also bleibt dran. Das erste Highlight auf unserer Reise durch Sarawak ist das Cultural Village in Damai. Dieses preisgekrönte, interaktive Museum erstreckt sich über ein 17 Hektar großes Gelände und lässt die reiche kulturelle Vielfalt Sarawaks lebendig werden. Hier entdeckt ihr originalgetreue Nachbauten der traditionellen Häuser der 7 großen ethnischen Gruppen Sarawaks. Jeder Bau erzählt eine eigene Geschichte und gewährt Einblicke in traditionelle Lebensweisen, Handwerkskünste und Aktivitäten. Ein absolutes Highlight ist die tägliche Kulturdarbietung im Theater. Diese beeindruckende Show findet täglich um 11:30 Uhr und um 16 Uhr statt und dauert jeweils 45 Minuten. Hier präsentieren preisgekrönte Tänzer und Musiker in spektakulären Kostümen meisterhafte Tanzdarbietungen, die die Vielfalt der Region auf beeindruckende Weise zum Leben erwecken. Diese Show ist ein Muss und ein Fest für die Sinne. Das Sarawak Cultural Village ist mehr als nur ein Besuch. Es ist eine immersive Reise in die tiefen Wurzeln der Kulturen Borneos. Ein unvergessliches Erlebnis, das euch die Geschichte und die Traditionen dieser faszinierenden Region näher bringt. Nach unseren kulturellen Entdeckungen ging es am Nachmittag mit dem Boot zu einer Santoon Bong Wildlife Cruise. Eine perfekte Tour, um die Natur Sarawaks hautnah zu erleben. Die Tour startete am Sarawak Boat Club. Von dort führte uns die Fahrt bis zur Mündung des Santoon Bong Flusses, wo sich Süß- und Salzwasser mischen. Wir hielten Ausschau und wurden belohnt. In der Ferne konnten wir im seichten Wasser ein Krokodil entdecken. Dann folgten die besonderen Bewohner der Region. Wir sahen Gruppen der seltenen Nasenaffen, die hoch in den Baumwipfeln in den Mangroven saßen. Ein weiteres Highlight war die Begegnung mit den scheuen Irrawaddy-Delfinen. Es ist etwas ganz Besonderes, diese seltenen Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, wie sie elegant durch die Flussmündung gleiten. Und dann kam der krönende Abschluss. Ein spektakulärer Sonnenuntergang tauchte den Himmel über dem Wasser in unvergessliche Farben. Als die letzten Strahlen verschwanden, erhellten unzählige Glühwürmchen die Ufer. Diese Tour ist ein echtes Highlight und zeigt euch die Natur Sarawaks von ihrer schönsten Seite. Unser Tipp:
Als Ausgangspunkt für Erkundungen in Santubong können wir euch das charmante Nanga Damai Homestay empfehlen. Direkt am Fuße des majestätischen Mount Santubong gelegen und umgeben von dichtem Dschungel, bot uns dieses Homestay eine einzigartige Verbindung zur Natur. Hier konnten wir die absolute Ruhe genießen und sogar silberne Haubenlanguren in den Bäumen beobachten. Von den Flussufern geht es für uns nun in ein ganz besonderes Schutzgebiet, das Semengo Wildlife Center. Dies ist kein Zoo, sondern ein wichtiges Rehabilitationszentrum für Orang-Utans. Hier leben Orang-Utans, die aus Gefangenschaft gerettet, verwaist oder verletzt wurden. Sie werden auf ein semi-wildes Leben vorbereitet und dabei unterstützt, ihre natürlichen Instinkte wiederzuentdecken. Die Orang-Utans im Semengo sind an Menschen gewöhnt und leben frei im Reservat. Besucher haben die seltene Gelegenheit, diese faszinierenden Primaten zu erleben, besonders während der Fütterungszeiten. Diese finden täglich zwischen 9 und 10 Uhr morgens sowie zwischen 15 und 16 Uhr nachmittags statt. Das sind die besten Chancen, die Orang-Utans zu sehen, wenn sie sich den Futterplattformen nähern. Wir hatten unglaubliches Glück. Bei unserem Besuch konnten wir nicht nur insgesamt 9 Orang-Utans beobachten, sondern auch eine Mutter mit ihrem Baby. Ein wirklich herzerwärmender Anblick, diesen intelligenten und sanften Riesen so nahe zu sein. Von Kuching aus begaben wir uns auf den Weg zu einem der ältesten und faszinierendsten Nationalparks Sarawaks, dem Bako Nationalpark. Dieses Küstenschutzgebiet ist nur mit dem Boot erreichbar und bietet auf vergleichsweise kleinem Raum eine unglaubliche Vielfalt an Flora und Fauna. Bako ist berühmt für seine einzigartigen Ökosysteme, die von Mangrovenwäldern über Sandstrände bis hin zu steilen Klippen reichen. Diese Vielfalt macht ihn zu einem Hotspot der Artenvielfalt. Zahlreiche Wanderwege führen durch verschiedene Vegetationszonen und eröffnen atemberaubende Ausblicke. Wir selbst sind in einer Gruppe mit einem erfahrenen Guide 2 dieser spannenden Wanderwege gelaufen. Hier hatten wir die beste Chance, die ikonischen Nasenaffen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, und wir wurden nicht enttäuscht. Wir haben auch ein Bartschwein und Langschwanzmakaken gesehen, sowie eine grüne Buschviper. Leider zeigten sich die silbernen Haubenlanguren dieses Mal nicht. Am Strand konnten wir außerdem Krabben und andere kleine Meerestiere beobachten. Danach ging es mit dem Boot vorbei an spektakulären Felsformationen zurück zum Pier. Der Bako Nationalpark ist ein wahres Juwel für Naturliebhaber und Abenteurer. Ein Ort, an dem man die wilde, ursprüngliche Schönheit Borneos hautnah erleben kann.
Unser Tipp: Wir haben alle unsere Touren in Kuching bei einem einzigen Anbieter gebucht. Die Guides waren spitzenmäßig und alles hat reibungslos funktioniert. Eine klare Empfehlung, um eure Abenteuer auf Borneo stressfrei zu gestalten. Den Link zur Agentur findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir verabschieden uns jetzt aus Borneo, hier vom Damai Beach. Hinter uns wieder mal ein phänomenaler Sonnenuntergang, wie die ganze Zeit schon. Sarawak hat uns richtig gut gefallen. Hier gibt es jede Menge Abenteuer zu erleben. Ist touristisch absolut super ausgebaut, ist nicht überlaufen und echt eine ganz entspannte Stimmung hier. Ja, und falls euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Land. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao. Ciao.